Ja, aber noch zu den Funktionen. Da gibt es noch andere. Wenn ihr jetzt an den Film denkt, da war doch ein Journalist bei dieser Pressekonferenz. Der hat doch da Frau Merkel etwas gefragt. Könnt ihr euch daran erinnern im Film? Worauf hat er sie denn da aufmerksam gemacht? Nele? Weiß nicht genau, aber ob ein Mensch, der irgendwie vergisst, 10.000 Euro in seiner Schublade versteckt zu haben, Ja, genau, so hat er das ausgedrückt. gut ist als Finanzminister. Genau. Findet ihr das richtig, dass er Frau Merkel das gefragt hat? Also ist das auch eine Funktion der Medien? Ja, also ich finde das schon richtig, weil ja sozusagen dann auch die Leser oder die dann Fernsehen schauen zum Beispiel oder das ja insgesamt so lesen, dann noch mehr halt informieren und vielleicht auch deren Meinung dann damit einbringen. Ja. Also sehen das alle so, dass das richtig und wichtig war, dass er diese Frage gestellt hat. Marvin? Ja, die Medien müssen ja hartnäckig sein. Genau. Da gibt es so ein bestimmtes Wort für. Welche Funktionen haben denn die Medien? Paula? Also, dass die dann unter Druck setzen, auch ein bisschen so. Ja, unter Druck setzen, ja. Aber unter Druck setzen wäre auch natürlich vielleicht etwas, was problematisch werden könnte. Also würdet ihr sagen, unter Druck setzen ist eine Funktion der Medien? Nein, eher nicht. Weil es ist wieder schon ein bisschen, keine Ahnung. Also das wäre vielleicht wieder so eine Sache, die wir rot schreiben könnten, weil das ist natürlich eine Funktion, die haben können. Die haben sicherlich die Macht, die Politiker unter Druck zu setzen, aber sollen die wirklich haben einer Demokratie, damit die Demokratie funktioniert, oder ist das wirklich wichtig? Ich schreibe das mal dahin. Das wäre Druck ausüben, aber was sollen die? Also Druck ausüben natürlich nur bis zum gewissen Grad. Ja? Transparenz. Genau, Transparenz schaffen. Und ich sage euch jetzt einfach mal den Begriff. Also ganz wichtig ist, dass die Medien die Politik kontrollieren. Also indem sie halt solche Fragen stellen, wie ihr das gerade da gesehen habt. Und dadurch wird natürlich auch Transparenz geschaffen, indem halt nichts im Verborgenen bleibt, was die Politiker machen. Die Öffentlichkeit soll und darf natürlich alles erfahren, was in der Politik geschieht. Und ja, da schwingt auch so ein bisschen Kritik mit. Dürfen die denn Kritik äußern? In einer Demokratie ist das auch eine Funktion. Ja? Natürlich. Würdet ihr das auch als Funktion der Medien bezeichnen? Ja? Also, die können das ganz klar machen. Aber ich glaube, das gehört nicht so dazu, weil das ist dann auch wieder so ein bisschen Manipulation, sag ich mal. Weil wenn die jetzt sagen, ja, das ist jetzt so und so, dass sie dann eher, also, dass man das dann so als, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Also es muss schon berechtigte Kritik sein. Ja. Okay, ja. Also Kritik ist aber, zählt auch zu den Funktionen der Medien. Natürlich hat ja Joshua recht. Diese Kritik darf natürlich nicht in Manipulation umschlagen, sondern es muss natürlich schon berechtigte Kritik sein. Aber generell, wenn Angela Merkel jetzt irgendwas macht, wo ihr nicht mit einverstanden seid oder die Presse nicht einverstanden ist, dürfen die das sagen. Dann noch eine Sache, wenn ihr vielleicht, es wurde ja auch ein kleiner geschichtlicher Rückblick gezeigt. Da ging es ja um das Dritte Reich. Was war denn da anders, als es heute ist? Ja, Marius? Da war keine freie Meinungsäußerung erlaubt. Genau, richtig. Also in Deutschland. Marvin? Da wurden die Medien gezielt eingesetzt, um zu manipulieren. Richtig. Ja, also ich wollte jetzt sowas Ähnliches wie Marvin sagen, dass die Medien nur das schreiben dürfen, was die Politiker, sage ich jetzt mal, den Leuten vermitteln wollten. Genau. Also die Presse war nicht frei, sondern es wurde ihnen von der Politik vorgegeben, was sie schreiben sollten. Und, was natürlich auch noch wichtig ist, in einer Demokratie, soll denn jeder das Gleiche schreiben oder wie soll die Berichterstattung sein? Ja, Pascal? Soll immer, also, dass die immer gleich geschrieben werden. Soll jede Zeitung zu einem Thema dasselbe schreiben? Ist das gut? Also, ja, nicht direkt das Gleiche, aber annähernd.
Ja, was sagen die anderen dazu?